Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo. Ähm, Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und ein komplett unsichtbares System hat schon deinen Kaffee gekocht. Oh, das wäre schön. Ja, absolut. Und es hat auch gleich deine Termine für den Tag sortiert und ein Auto gerufen. Mhm. Und dieses Auto steht vor deiner Tür, komplett ohne Fahrer. Mhm. Klingt irgendwie wie Science Fiction, oder? Genau. Ist es aber gar nicht. Das ist fast schon Realität. Also willkommen in der Zukunft. Ja, schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute ist nämlich Tag 143 und wir schauen uns ein Thema an, das unser aller Leben wirklich prägt. Nämlich? Technik und Zukunft. Richtig. Weil wenn du in dieser modernen, digitalen Welt irgendwie mitreden willst, also egal ob im Büro oder wenn du Nachrichten schaust oder beim Abendessen mit Freunden, da brauchst du einfach das richtige Werkzeug dafür. Und genau dieses Werkzeug, das liefern wir dir heute. Wir nehmen nämlich 15 extrem wichtige Vokabeln aus der Tech-Welt. Und wir erklären dir nicht nur, was die bedeuten, sondern wir tauchen auch richtig tief in die Konzepte dahinter ein. Mhm. Also, warum verändern diese Dinge unseren Alltag eigentlich so massiv? Wir wollen dir genau die Begriffe geben, mit denen auch Experten über unsere Zukunft diskutieren. Absolut. Aber bevor wir richtig loslegen, hier ein kurzer Tipp für dich. Hört gut zu und achtet auf Aussprache und Rhythmus der Sprache. Genau, das ist extrem wichtig beim Sprachenlernen. Versuch einfach die Sätze im Kopf oder sogar laut nachzusprechen. Das hilft nämlich extrem beim Lernen. Und ich habe noch eine kleine Vorwarnung für dich. Bleibt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Oh ja, die wird gut. Wir schlüpfen da nämlich in 2 Rollen und spielen eine echte Alltagssituation durch. Und in dieser Situation kommen alle 15 Wörter noch einmal vor. So kannst du direkt testen, ob du die Zusammenhänge verstanden hast. Perfekt. Dann lass uns doch direkt in diesen, ganz normalen Tag in der Zukunft springen, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Gerne. Also, du stehst auf, du gehst in die Küche und da ist schon die allererste Technologie am Werk. Unser erstes Wort für heute ist? Der Roboter. Ein Klassiker. Genau. Auf Englisch sagt man Robot. Ein Roboter ist ganz einfach eine Maschine, die programmiert ist, um Aufgaben automatisch auszuführen. Richtig. Ein typischer Beispielsatz dafür wäre: In modernen Fabriken übernehmen Roboter fast die gesamte schwere Arbeit. Guter Satz. Aber mal ehrlich, wenn ich heute an Roboter denke, dann denke ich irgendwie nicht mehr an diese riesigen Maschinenarme in einer Autofabrik. Nein, absolut nicht. Also der Roboter ist heute ja oft unsichtbar, weißt du? Ja, Das ist zum Beispiel die Software in deinem Telefon oder dieser kleine Saugroboter, der in deinem Wohnzimmer auf dem Boden herumfährt. stimmt, den habe ich auch. Siehst du? Und was hierbei wirklich faszinierend ist, diese Maschinen verändern unsere physische Welt komplett. Sie nehmen uns ja nicht nur Arbeit ab, sondern sie verändern auch, wie wir uns im Raum bewegen. Ja, total. Und das bringt uns eigentlich direkt auf die Straße, oder? In dieses Auto ohne Fahrer, das du vorhin erwähnt hast. Genau. Und wenn du in dieses Auto steigst, dann begegnet dir direkt unser zweites Wort für heute. Nämlich? Die Überwachung. Warte, lass uns das kurz logisch aufbauen. Das Auto selbst bringt ja auch viele Kameras mit, oder? Ja, genau. Und das ist der Punkt, die Überwachung. Auf Englisch heißt das Surveillance. Mhm. Überwachung bedeutet ganz einfach die Kontrolle oder die Beobachtung von Personen. Also durch Kameras oder durch bestimmte Software. Verstehe. Der Beispielsatz dazu ist, viele Menschen haben Angst vor einer totalen Überwachung durch moderne Technik. Und das kann ich auch voll verstehen, weil diese Autos filmen ja alles. Absolut. Das ist ein riesiges Thema. Und genau deshalb, weil es diese Überwachung gibt, brauchen wir direkt unser drittes Wort. Welches ist das? Der Datenschutz. Sehr wichtig. Auf Englisch nennt man das Data Protection. Datenschutz ist der Schutz von persönlichen Informationen. Also davor, dass sie von Firmen oder von Hackern missbraucht werden. Genau. Ein guter Beispielsatz für den Alltag wäre: Beim Nutzen von Satelliteninternet ist ein starker Datenschutz besonders wichtig. Das ist wirklich wichtig. Ich vergleiche Datenschutz ja immer mit den Vorhängen an den Fenstern von meinem Haus. Oh, das ist ein gutes Bild. Wie meinst du das genau? Naja, also ich habe ja nichts Schlimmes in meinem Wohnzimmer, oder? Aber ich ziehe abends trotzdem die Vorhänge zu, weil ich einfach nicht will, dass jeder auf der Straße von draußen in mein Haus schaut. Richtig. Und genauso ist es im Internet. Das ist unser privater Raum. Das hast du wirklich schön gesagt.
Lass uns mal auf eine etwas emotionalere Seite der Technik schauen. Wir haben ja viel über Maschinen geredet. Mhm, okay. Das bringt uns zu Wort Nummer 4, die Einsamkeit. Ein starkes Wort. Auf Englisch heißt das Loneliness. Einsamkeit ist dieses Gefühl, allein zu sein. Und das passiert heute oft, wenn echte soziale Kontakte durch Technik ersetzt werden. Ja, leider. Der Beispielsatz ist, Experten warnen, dass zu viel Technik zu sozialer Einsamkeit führen kann. Das sehe ich auch so. Man sitzt stundenlang vor dem Handy und fühlt sich danach irgendwie leer. Genau. Und das ist eigentlich verrückt, weil die Technik uns auf der anderen Seite ja auch total beschützen will. Und da sind wir bei Wort Nummer 5, die Sicherheit. Ah, Sicherheit, ja. Auf Englisch sagt man dazu Safety oder auch Security. Das bedeutet einfach den Schutz vor Gefahren oder vor Unfällen. Mhm. Ein Beispielsatz. Die Sicherheit der Passagiere steht bei selbstfahrenden Autos an erster Stelle. Das ist so ein krasser Kontrast, oder? Einerseits kann uns die Technik also sozial isolieren und uns einsam machen, aber andererseits kann sie uns physisch schützen. Genau, das ist das große Paradox der modernen Technik. So, das waren unsere ersten 5 Wörter, alles Substantive. Wir kommen jetzt zu den Verben, also dazu, was wir mit der Technik eigentlich so machen oder was sie mit uns macht. Sehr gut. Bei den Verben müssen wir auch immer auf die Vergangenheitsform achten. Das ist für unsere Lerner extrem wichtig. Genau. Unser Wort Nummer 6 ist steuern. Mhm. Auf Englisch to control or to steer. Steuern bedeutet, eine Maschine oder ein Fahrzeug in eine bestimmte Richtung zu lenken. Richtig. Und jetzt ganz wichtig, die Perfektform für die Vergangenheit lautet Hat gesteuert. hat gesteuert, genau. Ein Beispielsatz dafür. Computer steuern heute bereits Flugzeuge und bald auch unsere Autos. Wahnsinn eigentlich. Ja. Und hier übernimmt die Technik ja eine aktive Rolle. Sie steuert. Und das führt oft dazu, dass Menschen ihren Platz verlieren. Das ist die perfekte Überleitung zu Wort Nummer 7. Ersetzen. Ersetzen, genau. Auf Englisch sagt man to replace. Ersetzen bedeutet, dass man etwas oder jemanden austauscht, also durch eine andere Sache austauscht. Mhm. Die Perfektform hier ist hat ersetzt. Hat ersetzt, ja. Ein Beispielsatz, der viele Menschen im Alltag wirklich beschäftigt. Werden Computerprogramme in Zukunft menschliche Lehrer komplett ersetzen? Boah, das ist so eine faszinierende, aber auch wirklich beängstigende Vorstellung, finde ich. Ja. Gerade für unsere Lerner, oder? Stell dir vor, du lernst Deutsch nur noch mit einer Maschine. Das hat gar keine Seele mehr. Ja, das ist eine große Debatte, aber bevor wir da noch tiefer reingehen, machen wir mal einen ganz kurzen Stopp. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr, danke euch. Genau. So, weiter im Text. Wir haben gesagt, Maschinen ersetzen Menschen. Aber meistens müssen wir Menschen diese Maschinen ja immer noch benutzen, oder? Absolut. Und das ist unser Wort Nummer 8. Bedienen. Ah, bedienen. Auf Englisch to operate. Richtig. Bedienen bedeutet, eine Maschine oder ein Gerät zu benutzen und es korrekt zu handhaben. Also die richtigen Knöpfe zu drücken sozusagen. Mhm. Und die Perfektform? Die Perfektform ist hat bedient. Der Beispielsatz dazu lautet, die neuen Geräte sind so einfach gebaut, dass jeder sie sofort bedienen kann. Das sagen die Hersteller zumindest immer. Ganz einfach zu bedienen. Und dann sitzt man da und versteht gar nichts. Oh ja, das kenne ich nur zu gut. Ja. Lass uns zu Wort Nummer 9 kommen. Das ist ein bisschen negativ, aber sehr wichtig. Das Wort heißt verlieren. Verlieren. Auf Englisch to lose. Genau. Verlieren passiert, wenn etwas weggeht oder verschwindet. Oder wenn man etwas nicht mehr hat. Mhm. Die Perfektform ist, hat verloren. Und der Beispielsatz dazu ist eine echte Warnung für unseren Alltag. Wir dürfen den direkten Kontakt zu anderen Menschen nicht durch die Technik verlieren. Das ist ein sehr schöner Satz und er passt auch direkt zu unserem 10. Wort, nämlich Schaden. Schaden, ja. Das englische Wort dafür ist to harm. Richtig. Schaden bedeutet ganz einfach eine negative Auswirkung auf jemanden oder auf etwas zu haben. Die Perfektform musst du dir gut merken, sie lautet, hat geschadet.
hat's geschadet. Der Beispielsatz ist: Zu viel Zeit vor dem Bildschirm kann der Konzentration von Kindern schaden. Das gilt aber nicht nur für Kinder, glaube ich. Das schadet uns Erwachsenen genauso. Absolut. Weißt du, Technik ist am Ende nur ein Werkzeug. Es kommt immer darauf an, wie wir dieses Werkzeug nutzen. Es kann nützlich sein, aber es kann eben auch schaden. Das hast du schön gesagt. Damit haben wir die Verben geschafft. Jetzt kommen wir zu den Adjektiven im Hauptteil 3. Also, wie beschreiben wir diese moderne Welt eigentlich? Gute Frage. Unser 11. Wort kennen wir schon ein bisschen aus den Beispielen vorhin. Es ist selbstfahrend. Ah ja, selbstfahrend. Auf Englisch self-driving. Genau. Das beschreibt ein Fahrzeug, das komplett ohne einen menschlichen Fahrer navigieren kann. Also das lenkt, bremst und Gas gibt, alles von ganz allein. Mhm. Ein Beispielsatz: In einigen Städten gibt es bereits Teststrecken für selbstfahrende Busse. Das ist echt spannend. Aber das ist halt ein riesiger Kontrast zu unserem 12. Wort. Das lautet nämlich persönlich. Persönlich. Auf Englisch personal. Ganz genau. Persönlich bedeutet, dass etwas direkt von Mensch zu Mensch passiert, ohne eine Maschine dazwischen. Ah, okay. Der Beispielsatz ist: Trotz Internet bleibt ein persönliches Gespräch durch nichts zu ersetzen. Oh, das stimmt so sehr. Ja. Und da habe ich direkt eine Frage an dich. Sitzt du eigentlich lieber in einem hochmodernen, selbstfahrenden Bus oder wirst du lieber von einem echten, persönlichen Busfahrer gefahren? Oh, das ist schwer. Irgendwie vertraue ich einen Menschen mehr. Ein Mensch kann Blickkontakt aufbauen, weißt du? Der sieht, wenn ein Kind auf die Straße rennt. Eine Maschine sieht vielleicht nur Daten. Ja, das ist eine sehr menschliche Reaktion, womit wir fast schon beim nächsten Wort sind. Bevor wir dahin kommen, habe ich noch Wort Nummer 13. Und das beschreibt genau das Gegenteil von der echten Welt. Das Wort ist virtuell. Virtuell? Auf Englisch virtual. Richtig. Virtuell bedeutet, dass etwas nicht echt in der physischen Welt existiert, sondern nur im Computer simuliert wird. Mhm. Ein Beispielsatz aus dem Alltag: Viele Jugendliche treffen ihre Freunde heute oft nur noch in virtuellen Welten. Ja, beim Spielen im Internet zum Beispiel. Genau. Und wenn man da zu viel Zeit verbringt, dann kommt man schnell zu unserem 14. Wort. Abhängig. Abhängig. Ein sehr wichtiges Adjektiv. Auf Englisch dependent. Mhm. Abhängig sein bedeutet, dass man ohne eine bestimmte Sache einfach nicht mehr klarkommt. Man braucht sie zwingend. Ja, Unser Beispielsatz dazu: Wir sind heute fast alle von einer funktionierenden Stromversorgung abhängig. das stimmt, absolut. Ohne Strom kein WLAN, ohne WLAN keine Arbeit, kein Netflix, nichts. Genau. Nichts geht mehr. Wir sind komplett abhängig. Und um diesen ganzen Technikbegriffen jetzt noch etwas Echtes entgegenzusetzen, haben wir unser letztes Wort für heute. Wort Nummer 15. Trommelwirbel. Es ist menschlich. Menschlich. Auf Englisch human. Ja. Menschlich beschreibt all das, was typisch für uns Menschen ist. Also unsere Gefühle, unser Mitgefühl, unsere kleinen Fehler. Mhm. Der Beispielsatz fasst unsere ganze Folge eigentlich perfekt zusammen. Technik kann zwar vieles berechnen, aber sie kann nicht wirklich menschlich handeln. Das ist ein toller Satz. Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir das hier machen, oder? Warum Sprachenlernen so wichtig bleibt. Absolut. Wir lernen Sprachen nicht, um wie Maschinen Daten auszutauschen. Wir lernen sie für die menschliche Verbindung. Sehr wahr. So, jetzt haben wir alle 15 Vokabeln erklärt. Wir haben sie tiefgründig analysiert. Aber wir wollen ja auch sehen, wie diese Wörter im echten Leben zusammenklingen. Oh ja, es ist Zeit für unsere Mini-Story. Darauf freue ich mich. Wir entwerfen jetzt einen kleinen, natürlichen Dialog zwischen zwei Freunden. Die beiden treffen sich, trinken vielleicht einen Kaffee und diskutieren über den Kauf von einem ganz modernen Auto. Genau. Und pass jetzt gut auf. In dieser kleinen Geschichte sind exakt alle 15 Vokabeln versteckt. Also lehn dich zurück und hör gut zu. Los geht's. Sag mal, du überlegst doch, dir dieses neue, komplett selbstfahrende Auto zu kaufen, oder? Ich habe gelesen, dass ein eingebauter Roboter im System das Auto komplett steuern kann. Ja, genau. Ich finde das extrem faszinierend. Die Hersteller versprechen nämlich, dass diese Technik die Sicherheit im Straßenverkehr massiv erhöht.
Ein Computer reagiert einfach viel schneller als ich. Das mag sein. Aber macht dir das gar keine Sorgen? Ich hätte irgendwie Angst, dass wir irgendwann alle menschlichen Fähigkeiten am Steuer verlieren, wenn Maschinen uns da komplett ersetzen. Und ganz ehrlich, wir sind ohnehin schon so abhängig von Technik. Wenn da der Strom ausfällt, dann geht gar nichts mehr. Ja, okay, diese Abhängigkeit ist ein guter Punkt. Aber am meisten Sorgen macht mir eigentlich die ganze Überwachung. So ein modernes Auto sammelt ja ständig Daten darüber, wo ich hinfahre, wie schnell ich fahre, wo ich parke. Der Datenschutz ist bei diesen neuen Modellen oft ein echtes Problem. Absolut. Wenn diese Daten in die falschen Hände geraten, kann das einem enorm schaden. Und es ist ja nicht nur das Auto. Alles wird heute digitalisiert. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir uns nur noch in virtuellen Räumen bewegen und alles von Maschinen erledigen lassen, dann führt das am Ende zu totaler Einsamkeit. Da hast du absolut recht. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns heute hier persönlich treffen. Weißt du, wir müssen einfach lernen, wie wir diese moderne Technik richtig bedienen, ohne unser echtes, reales Leben aufzugeben. Und Schnitt. Das war unsere Mini-Story. Konntest du alle 15 Wörter erkennen? Sie waren alle da. Ich hoffe doch. Wenn wir jetzt all diese Konzepte zusammennehmen, dann möchte ich dir zum Schluss noch einen kleinen philosophischen Gedanken mitgeben. Oh, sehr gerne. Wir haben heute viel darüber gesprochen, dass Technik uns umgibt. Überall. Sie macht uns effizienter, aber auch abhängiger. Aber am Ende, weißt du, haben wir die Macht zu entscheiden, wie wir sie in unseren Alltag integrieren. Stell dir vor, vielleicht ist der größte Luxus in der Zukunft gar nicht das neueste technische Gerät. Vielleicht ist der wahre Luxus der Zukunft, einfach mal komplett offline zu sein. Nicht erreichbar zu sein, ohne dass die Welt untergeht. Wow, der Luxus der Unerreichbarkeit, das ist echt ein toller Gedanke. Darüber kann man wirklich mal nachdenken. Vielleicht beim nächsten Waldspaziergang. Ganz ohne Handy. Genau. So, und nun bist du dran, lieber Zuhörer. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wendet sie wirklich auf euren eigenen Alltag an. Das hilft enorm beim Behalten. Genau. Und vergesst nicht, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat. Morgen sprechen wir über ein wichtiges Thema: Präsentationen und Reden. Das wird dir extrem helfen, wenn du auf Deutsch im Beruf überzeugen willst. Darauf freue ich mich schon sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.